Sanka, glaubst du, dass es irgendwann wieder Erweckungen auf Saturn geben wird? Irgendwann sicherlich, aber... Also ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieser Tag noch fern ist. Zumindest wenn wir über Erweckungen wie in Flash PC sprechen. Weil die waren das gottloseste Pay-to-Win, was es in Flash PC gibt. Oder sind das gottloseste Pay-to-Win, was es in Flash gibt. Erweckungen, Cancel-Erweckungen und Change-Erweckungen. Abstand das teuerste und zeitgleich aber auch wichtigste, was dein Damage am meisten beeinflusst und zeitgleich das meiste Geld kostet. Und die waren ein absoluter Albtraum. Kannst du mal auf YouTube eingeben, Scroll of Change Awakening, Spielestyler. Da siehst du vielleicht wieso. Bis auf das letzte Mal, das war gut, aber das war letztes Jahr, also 2024, habe ich nochmal Change Awakening benutzt. Hatte noch nie so viel Glück in meinem ganzen Leben. Ja, aber ich spiele halt auch nicht mehr, ne? Also es hat einfach so lange gedauert, über 10 Jahre, bis ich endlich mal Glück mit Change-Erweckungen hatte. So lange, dass ich nicht mal mehr gespielt habe. Oder jetzt nicht mal mehr spiele. Also ich habe jetzt ultra das krasse Item gemacht, das voll heftig ist, aber ich spiele überhaupt nicht. Als ich gespielt habe, hatte ich immer nur Pech. Und hunderte Euros und Milliarden von Penya verbrannt. Hunderte Milliarden von Penya wohl eher. Also nicht gerade die besten Erinnerungen daran. Und selbst das normale Erwecken ist ultra ass gewesen. Habe ich mir mal selber ein Blade-Set erweckt vor 4 Jahren. Habe ich insgesamt fast 100.000 Erweckungen gebraucht. Weißt du, wie lange es dauert, 100.000 Mal zu erwecken? Vermutlich nicht. Well, ich sag's dir, es waren Monate. Jeden Tag habe ich da immer 1000 Erweckungen gemacht. Ja, ich glaube 1000 waren es nicht. Aber auf jeden Fall waren es Monate, die das gedauert hat, diese 100.000 Erweckscrolls zu benutzen oder knapp 100.000. Also auch das kannst du nachschauen bei den YouTubes. Und ja, in Summe kann ich nur sagen, dass dieses System, genauso wie es in Flash PC ist, kann uns wirklich nur ein Gefallen getan werden von Gala oder von den Developern, wenn sie uns das nie wiedergeben in der Form. Weil das war wirklich Todesarsch. Oder ist Todesarsch. Da habe ich lieber keine Erweckungen, ehrlich gesagt, als das System. Also sicherlich könnte man das System umbauen. Und nicht mehr so geistesgestört Pay-to-Win machen. Pay-to-Win wird es wahrscheinlich trotzdem bleiben, aber nicht mehr so geisteskrank. Aber wie gesagt, wenn sie es so einführen, wie wir es kennen oder wie ich es kenne, dann hell no. Hell no. Und jeder, der was anderes sagt, glaube ich, hat noch nie in seinem Leben Changeaways benutzt. Oder hat dann einfach nur geistesgestört viel Glück in seinem Leben. Aber das war wirklich pervers. Kann man nur froh sein, dass es das hier nicht gibt. Man kann im Endeffekt sagen, es ist noch teurer als Blessing of the Demon aktuell in Flash Universe. Also, beziehungsweise es ist also ziemlich sicher teurer. Und Blessing of the Demon ist ja gar nicht so heftig. Ich meine, Blessing of the Demon, nur wenn du wirklich 2 perfekte Rolls hast und die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja quasi non-existent, dann sind Blessing of the Demons richtig krass. Ansonsten, wenn du jetzt eine gute und eine sehr gute Erweckung hast, dann sind Blessing of the Demons ja schon auch gut, aber kein Vergleich zu 19% Crit Damage mal 5. Oder selbst 19% Crit Damage mal 3. Also der Unterschied zwischen der Relevanz davon ist halt so krass, dass ich sage, okay, Blessing of the Demons wären zwar auch teuer zum Beispiel, aber haben halt einfach nicht die gleiche Relevanz, weil ob du jetzt bei Blessing of the Demons auf jedem Teil 1% oder 2% Crit Damage mehr hast, das macht halt am Ende 5 oder 10% Crit Damage aus, was halt, wie gesagt, das ist nicht bei 1 Slot in Flash PC. Und das muss dann nicht mal ein perfekter Slot sein. Das könnte auch ein mittelmäßiger oder schlechter Slot sein. Deswegen, ja. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie irgendwann zurückkommen, die Erweckungen. Aber ich kann nur hoffen, dass sie dann ändern. Und so oder so hoffe ich, dass es nicht demnächst passiert, weil momentan sollen sie einfach nur Content hinzufügen, der uns Spaß macht und beschäftigt. Und das sind definitiv keine Erweckungen, die machen nämlich keinen Spaß. Und sie beschäftigen dich nur im negativen Sinne, weil du den ganzen Tag darüber nachdenkst, dass jemand anders bessere Erweckungen hat als du. Oder du schlechte Erweckungen hast. Und dann macht dich das traurig.
Dann bist du ein trauriger kleiner Fleifer. Dann bist du nicht am Fleifen, sondern am Fleifen. Wenn du verstehst, was ich meine. Du kennst nur die Zeit, wo man nur eine Erweckung pro Tag haben konnte? Die gab's nie. Es waren schon immer 1 bis 3. Nur Single-Slot-Erweckungen gab's meines Wissens nach nie. Du konntest halt eine Erweckung, 2 oder 3 haben, aber Single gab's nie. 1 bis 3 und später haben sie es dann auf 5 erhöht. Also früher war es 1, 2 oder 3 und irgendwann haben sie dann eingeführt, dass es immer 5 sind. Also immer 5 Slots und die halt random. Und früher war es 1, 2 oder 3. Und ob du richtig stehst, verrät uns gleich das Licht oder so ein Scheiß. Whatever. Ja, 1er bis 3er Erweckungen wären auch Müll, ist das gleiche. Du kannst ja trotzdem 3 mal 19% Crit Damage erwecken und so. Also das wäre auch nicht sehr viel besser. Also ob es jetzt 5er oder 3er Slots sind, wäre wurscht. Und selbst 1er Slots wären blöd. Weil dann wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit einfach schlechter oder so. Keine Ahnung. Oder blöd ist halt, wenn sie das gleiche über Live PC machen würden. Sie fügen erst 1er Slots ein oder 1er bis 3er und dann später irgendwann 5er. Das wäre auch wieder kacke, weil dann dein bisheriges Equipment wieder seinen Wert verliert, weil du dann alles neu erwecken müsstest. Also einfach gar nicht einfügen. Oder halt nur in einer, wie gesagt, verbesserten Form, die nicht mehr so geisteskrank Pay to Win ist.